Hallo und herzlich willkommen aus unserer Heimat. Hallo und herzlich willkommen bei thecarcrash.de. Das Review, das ich euch heute zaubern werde, steht ganz im Motto, es kommt eben doch auf die Länge an. Deshalb habe ich für euch das meistverkaufte SUV in Europa dabei. Hier steht sie, die XXL-Version des VW Tiguan Allspace in ihrem Facelift. Das ist eine Allzweckwaffe. Dieses Auto ist 22 cm länger als der normale Tiguan, hat kein PHEV, ist außen moderner, innen digitaler. Und was dieses Auto alles kann, das werdet ihr heute erfahren. Und was werden wir genau machen? Wir werden über die Optik des Facelifts sprechen, über die Digitalität des Innenraums, über die Flexibilität des Kofferraums, über das Wettbewerbsumfeld, den Preis und alles, was ihr sonst wissen müsst. Und ganz ehrlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, The Car Crash Review, dann seid ihr umfangreich informiert auf dem Automobilmarkt. Warum? Bei uns gibt es jeden Tag ein neues Review von der bezaubernden Jessie, die heute hinter der Kamera steht, und dem etwas weniger bezaubernden Jan, der jetzt gerade vor der Kamera steht. Ja, und dann abonniert er genau jetzt den Kanal. Dafür gibt es ein kleines Küsschen von mir für euch. Das habt ihr euch verdient. Und dann fröne ich wie immer meiner objektophilen VW-Leidenschaft und küsse den Tiguan Allspace in seinem Facelift. Ja, ganz am Anfang, bevor es losgeht, denkt ihr euch, Alter, der Jan, der ist aber heute doch mal schick und schnieke angezogen. Ja, ich bin selbst ein bisschen stolz. Ne? Ist nicht meine Kommunion. Wir haben eine neue Kooperation mit modezinser.de, ist ein Online-Shop. Ja, und da habe ich meine ganze Kleidung her unter zinser.erleben. Wenn ihr den Code eingibt, da spart ihr euch die Versandkosten. Schaut da mal vorbei, die haben großartige Sachen, wie ihr seht. Ja, aber jetzt spreche ich natürlich über die Historie von dem Auto. Und erstmal muss man ihn einordnen. Der Tiguan, das ist sowas wie die Cash-Cow im VW-Konzern. Warum? Das ist das meistverkaufte SUV in Europa. Der hat sich insgesamt 6,4, 6,5 Millionen Mal verkauft. Und in meiner unglaublich krassen Wiki-Recherche habe ich herausgefunden, dass mehr als die Hälfte der verkauften Tiguane Allspaces sind, ne? Also die Version mit 11 cm mehr Radstand, 22 cm mehr Länge, was mich überrascht hat. Aber jetzt geht es erstmal um die krasse, kranke NTV-Historie dieses Autos. 2007 kam er auf den Markt, direkt eingeschlagen wie eine Bombe. Alle wollten dieses kompakte SUV. Ja, und dann 2011 gab es erste Facelift der ersten Generation. 2015 kam er dann zum ersten Mal auf dem MQB, dem modularen Querbaukasten, auf den Markt. Und schon 2017 kam dann die lange Version, die Allspace-Version. Und eigentlich ist dieses Auto ja fast schon elektrisch abgelöst mit dem ID.4. Aber weil der sich halt immer noch so gut verkauft, hat man bei VW gedacht, ja okay, komm, also jetzt spendieren wir dem 2020 noch ein Facelift. Das hat dann nur das kleine Modell bekommen, 2021, also jetzt hat dann eben ja im Oktober der Allspace, also die längere Version des Facelift bekommen. Warum der später? Ja, während der kleinere Tiguan, der normale Tiguan in Deutschland gebaut wird, wird der hier für Europa in Mexiko, in Puebla gebaut. Und da hat es entweder ein bisschen länger gedauert oder das war einfach so eine interessante Marktsteuerung. Wenn man über das Wettbewerbsumfeld spricht, dann ist das klar, das sind die großen Wummen im Konzern, das ist der Skoda Kodiaq, das ist der Seat Tarraco. Man kann einen Hyundai Santa Fe zum Beispiel auch ein bisschen außerhalb nehmen. Also große, kompakt SUVs. Und dann hat sich hier bei den Ausstattungsvarianten in der Matrix ein bisschen was geändert. Warum? Naja, wir haben jetzt Live, Elegance, wie es hier steht, und die sehr beliebte Airline, wie sie leider nicht hier steht. Macht allerdings nichts. Übrigens zu eurer Info, wir haben hier den großen Diesel mit DSG und Allrad stehen. Und dann ist es geil, weil ihr könnt dieses Auto sehr flexibel ausstatten, nicht nur in den Ausstattungsvarianten, sondern auch in den Farben. Aber erstmal spricht man eben über die Ausmaße. Nicht meine, zum Glück, sondern die von unserer Hummel hier, denn der ist eben 22 cm länger als der normale Tiguan und damit 4,73 Meter lang, 1,84 Meter breit und ist 69 hoch. Mit 2,79 Meter Radstand hat er 11 cm mehr Radstand. Das soll dann dem Innenraum zugutekommen. Wir haben mehr Kofferraum. Was die Leute daran lieben ist, dass sie eben nur ein bisschen mehr Länge haben, aber eine ähnliche Breite und Höhe und das Auto dann
tauglich für die Familie ist, aber trotzdem noch fahrbar sein soll. Euch interessiert allerdings, was ist neu vorne. Und im Facelift ist eine Sache, die eigentlich klein ist, aber eine optisch riesige Wirkung hat. Wir haben neue Leuchten, die sieht man hier, das sind jetzt immer LED-Leuchten. Optional gibt es das IQ-Light, das ist ein Matrix-LED-Licht, was den Gegenverkehr ausblenden kann, Schilder anblenden. Man kann damit quasi immer mit Fernlicht fahren. Ja, die Leuchte hier ist ein bisschen schmaler geworden, die Nebelscheinwerfer sind jetzt integriert, aber das Spannende ist, dass wir hier in dem Grill eine Leuchtleiste haben, die kommt allerdings nur beim Allspace, ja, also nicht beim kleinen, und die kommt nur, wenn ihr das IQ-Light, was etwa 2000 € kostet, ordert. Dann ist natürlich der Grill ein bisschen größer, ein bisschen integrierter geworden, neues VW-Logo hier vorne drauf und ja, der Stoßfänger hier ist ein bisschen angefasst, ein bisschen anders. Wenn ihr das Auto noch dynamischer wollt, nehmt da die Airline. Ich habe die Airline bei allen Freunden, für die ich dieses sehr beliebte Auto konfiguriert habe, immer draufgepackt. Dieses Atlantikblau hier drauf ist eine sehr gedeckte, sehr zurückhaltende, sehr zum Auto passende Farbe. Es gibt 8 Lackvarianten eben. Wir haben hier silberne Spiegelkappen drauf. Es gibt 17, 18, 19, 20 Zoll Felgen hier drauf. Wir haben hier jetzt die wunderbare 20 Zoll Felge drauf. Da hat VW richtig einen rausgelassen hier auf den Winterrädern. Und wenn ihr euch die mal anschaut, auch zurückhaltend, sehr VWS. Plastik um die Radläufe, Plastik hier im Schweller, silberne Umrandung hier drum, silberne Umrandung um die Fenster, silberne Dachreling ist serienmäßig. Wir haben nicht das Panoramaschiebedach, das würde ich immer nehmen bei diesem Auto. Die 1000 € ist es allemal wert, aber ich sage es in jedem Video, ich habe mir geschworen, ich will eigentlich nicht der Typ sein, der euch diese schiere Länge erklärt und nur die Optik. Ich bin kein Designer, ich bin eher der Typ, der auf Technik steht, und der wird euch jetzt erzählen, was hier an Fahrwerkstechnik drin ist. Also erstmal ist ganz wichtig, der Allradantrieb heißt, normalerweise ist das Auto vorne angetrieben, über eine Lamellenkupplung bekommen wir bedarfsgerecht die Kraft nach hinten. Optional im Fahrwerk ist es adaptiv, das ist sehr wichtig, weil da hat man mehr Verstellmöglichkeiten. Ja, und dann hat man noch eine Progressivlenkung optional, und im Sportpaket ist die Progressivlenkung mit einem sportlicheren Fahrwerk, also ein bisschen härter abgestimmten Fahrwerk, dann schon drin. Hier steht es drauf, Allspace, dass der Nachbar auch sieht. Der andere Nachbar, also ich in dem Fall, braucht mehr Platz. Silberne Spiegelkappen habt ihr dann hier vorne. Ja, und ganz ehrlich jetzt, hier im Design in der Seite ist es nicht so aufregend, aber das ist genau das, was VW ausmacht. Nicht nur beim Golf, sondern eben auch beim Tiguan und damit auch beim Tiguan Allspace. Ist ein zurückhaltendes, sehr angepasstes Design. Hinten natürlich, wenn ihr das IQ-Light nehmt, wie vorne durchwischende Blinker, LED-Technik dann drauf. 4Motion steht hier, übrigens auch ganz interessant ist, dass wenn ihr bremst, dass ihr hier dann ja so eine andere Signatur habt. Tiguan in großen Lettern hier, neues Logo, und wir haben andere Schürze bzw. Stoßfänger hier hinten mit einem bisschen präsenteren Diffusor, Unterfahrschutz dann da drauf. Spannend ist, dass dieses Auto ja auch oft als Zugfahrzeug für Pferde, für keine Ahnung, Boote genommen wird. Bis zu 2,5 Tonnen zieht er als Allrad. Was sehr spannend ist, auf geht dieses Auto hier, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil euch ist ja natürlich enorm wichtig, dass dieses Auto ja als Allspace als 7-Sitzer verfügbar ist. Als 7-Sitzer hat er ein Kofferraumvolumen von 760 bis 1920 Liter. So, wenn ihr jetzt den Allspace als 5-Sitzer nehmt, habt ihr dann ja 700 bis, nee andersrum, als die lange Version dann genau als 5-Sitzer 760 bis 1920. Wenn ihr den dann als 7-Sitzer nehmt, habt ihr 700 Liter. Wenn ihr den kurz nehmt, habt ihr dann eben 615 Liter. Aber wen das überhaupt nicht interessiert, ist unser Kooperationspartner Motul. Die machen normalerweise Motoröl, haben jetzt aber eine neue Carclean-Serie rausgebracht. Damit putzen wir unsere Autos. Zugegebenermaßen, heute waren wir kurz in der Waschanlage, haben damit nachgeputzt. Tolle Produkte. Ja? Und jetzt ist sehr spannend, weil hier ist der 7-Sitzer drin, und Jessie hat eine Freundin, die hat kein Boot, und deshalb ist es ganz interessant, dass wir hier eine elektrische Anhängerkupplung haben, die hier rausfährt, sondern bekommt jetzt ihr 3. Kind und ist auf der Suche nach einem 7-Sitzer. Da war der natürlich in der Verlosung, und ich werde euch jetzt mal zeigen, was der alles kann. Hier elektrische Anhängerkupplung machen wir wieder rein, ganz tolles. Ihr macht euch die Finger dann nur halb so schmutzig mit der elektrischen Version, und jetzt guckt mal hier hinten rein, wie viel Platz da ist. Zum einen haben wir hier so eine Abdeckung für die Ladesicherung hier hinten. So,
Ist ein bisschen kleines Geficke, die immer reinzubekommen. So funktioniert das aber. Ja. Ganz interessant. Ich mache das allerdings jetzt mal raus, weil ich euch natürlich zeigen will, was der alles kann. Geht ganz leicht raus übrigens. So. Und jetzt lege ich das einfach mal hier auf den Boden, weil hier gibt es jetzt viel zu zeigen. Nummer 1 praktisch ist, wir haben hier nicht nur diese Griffe oder diese kleine Taschenlampe, die hier drin steckt. Ne? Die ist ganz geil. Auch sehr nützlich, vor allem für Familien, wenn man dann doch nachts mal angeln ist oder so. Oder eine 230 Volt Steckdose, die ist eigentlich noch praktischer, weil wenn wir unterwegs sind, können wir hier unseren Laptop anschließen und für euch arbeiten. Sondern wir haben hier diese Zuggriffe. Heißt, einmal ziehen, zweimal ziehen und hier fällt das ganze Kofferraumsegment dann um, die zweite Bank, und wir haben hier halt enorm viel Platz. Dann haben wir hier nochmal die Flexibilität von einem doppelten Ladeboden, den wir auch so einspannen können. Ja, hier unten was dann vor der Freundin zum Beispiel verstecken oder wieder reinmachen. Aber für die meisten am praktischsten wird diese Sache sein, nämlich hier die dritte Sitzbankreihe mit den 2 einzelnen Sitzen. Die könnt ihr dann übrigens auch hier noch verstellen. Schaut euch das an. Einmal könnt ihr die dann nach vorne oder nach hinten beziehungsweise wieder umklappen. Das geht alles wirklich sehr, sehr einfach. Ich mache jetzt hier mal zu. Wir springen zusammen auf die Rückbank. Jessie guckt da schon ganz kritisch. Ich glaube, sie denkt, ich bin ein bisschen verwirrt. Was wir jetzt machen, ist mal nach hinten springen. Dafür kommt ihr mit, weil das ist wichtig. Ihr könnt die zweite Reihe nach vorne und nach hinten verschieben. Das mache ich jetzt mal. Schaut euch das an. Schiebe ich ganz nach vorne und steige jetzt mal nach da hinten. Eigentlich ist es für Kinder gedacht, aber wenn ich da hinten Platz habe, haben die auch Platz. So, jetzt sitze ich hier. Also auf der Seite ist nicht viel Platz, aber der Sitz ist auch ganz nach hinten gefahren. Schaut euch die Sitze hier an. Ihr habt hier immer noch die Möglichkeit, was unterzubekommen. Ich stehe auch leicht mit dem Kopf an übrigens. Aber wenn ich mich jetzt auf diese Seite setzen würde, ja, das ist immer noch unbequem, aber ich habe ein bisschen mehr Platz. Aber wichtig ist eigentlich nur, dass es die Flexibilität hier hinten gibt. Ihr könnt hier auch Kleiderhaken aufhängen, zum Beispiel, wenn ihr keine Kinder dabei habt. Ich wollte es euch kurz zeigen, weil sonst würde ich meinen Job nicht richtig machen. Komm wieder raus. So. Und jetzt springen wir halt zusammen auf die zweite Reihe. Kommt mit. So, und was ihr jetzt sehen müsst ist, ihr könnt da nach vorne und nach hinten fahren. Könnt ihr natürlich auch mit dieser Seite hier machen. Ne? Und ihr könnt die Sitze in der Neigung verstellen. Was wirklich, wirklich praktisch ist. Und damit habt ihr halt eine hohe Flexibilität für die ganze Familie. Wenn die Kinder Handys dabei haben, passen die hier rein. Ihr habt hier hinten sogar 2 Sitzheizungen auf beiden Seiten. USB-C-Stecker hier. 12 Volt Steckdose ist dann hier. Und jetzt schauen wir vielleicht noch die Sitze an. Tolle Sitze, sehr wertige Sitze. Da kann man VW wirklich sehr wenig vorwerfen. Schaut euch hier diesen Stoff an. Ja, das ist schon wirklich sehr gut gemacht. Wenig Seitenhalt zugegebenermaßen, heller Himmel. Hier auch noch so Leuchten drin. Das ist schon echt ein Familienbomber. Jetzt schauen wir mal noch in die Tür. Und während VW vorgeworfen wird, ja, dass man Material spart und dass hier zu viel Hartplastik drin ist, ist es natürlich interessant, weil für die Familie ist dieses Auto sehr robust, abwaschbar und geht halt nicht so schnell kaputt. Hier haben wir ein bisschen Stoff, Armauflage ist zu wenig gepolstert. Aber das ist solide, das ist okay, das ist eigentlich Volkswagen eben. Was wir jetzt machen wollen, ist über die Motoren sprechen und da ist es ganz interessant. Da gibt es eine Menge zu erzählen. Was ich sehr schade finde und überhaupt nicht verstehe ist, Volkswagen, hallo, warum spendiert ihr diesem Auto nicht den voll förderfähigen Plug-in-Hybriden, den auch die kurze Version hat? Warum spendiert ihr dem nicht die 320 PS R-Version? Verstehe ich nicht. Ich verstehe, dass die kleinen Versionen vom Benziner und Diesel rausfallen, aber jetzt vielleicht mal Schritt für Schritt. Bei den Benzinern haben wir die Möglichkeit, eben 1,5 Liter Motor zu haben. Eigentlich haben alle Motoren DSG-Getriebe, also ein 7-Gang DSG, bis auf die kleine Version. Die kommt serienmäßig mit einer 6-Gang-Handschaltung, hat 150 PS. Optional bekommt ihr das DSG immer frontgetrieben. Die größeren Versionen beim Benziner, also die 2-Liter-Motoren, übrigens alles 4-Zylinder, die haben 190 oder 245 PS, kommen immer mit Allrad, immer mit DSG einfach.
Jetzt kommen wir zum Diesel. Das ist ein 2 Liter Diesel immer mit 150 oder 200 PS hier, wie in dem Fall die 150 PS Version. Die hat dann eben optional, und das ist ganz spannend, den Allrad. Ich würde den Allrad hier nehmen, wenn ihr flexibel unterwegs sein wollt. Was wir jetzt mal noch zusammen machen, ist zu mir kommen, weil ich habe vergessen, euch den AdBlue-Tank zu zeigen. Doppelter AdBlue-Tank bzw. Einspritzung, doppelter SCR-Cut, Dieseltank 58 Liter. Bei einem Normverbrauch hier von 6,5 Liter könnt ihr euch jetzt ausrechnen, wie weit man kommt. Relativ weit, muss wenig tanken. Und jetzt kommen wir eben zu diesem Motor. Allrad, DSG, das Auto wiegt 1,8 Tonnen, ist damit 70 bis 80 Kilo schwerer als ein vergleichbarer kurzer Tiguan. Jetzt mache ich hier auf. Und jetzt schaut es euch an, 4-Zylinder natürlich, das Auto 200 PS, 400 Newtonmeter, beschleunigt in 7,8 Sekunden auf 100, mit 216 km/h schnell und hat für mich einen sensationellen Normverbrauch, der in Verbindung mit dem hohen Drehmoment für einen Diesel spricht, von nur 6,5 Liter nach WLTP. Ist aus meiner Sicht ökologisch und ökonomisch immer noch unschlagbar, aber mich fragt ja niemand, ne? Was wir jetzt mal zusammen machen wollen, ist reinspringen. Dann zeige ich euch den Innenraum, wie digital ist er geworden, wie neu ist er geworden im Facelift und dann wird gefahren. Guckt. Ja, kommen wir zum Innenraum und ich lasse den Motor an, weil es ist echt arschkalt. Und ganz ehrlich, es ist ja bald Weihnachten und wir haben einen neuen Kooperationspartner, Chronex. Die haben 49 Uhrenmarken auf ihrer Seite, über 7000 Modelle und wenn ihr den Code eingibt beim Kaufen, CarCrash, erwartet euch ein besonderer Rabatt. Schaut da gern vorbei. Ich werde mir so eine Uhr nie leisten können, aber ihr vielleicht. Ja, und jetzt sprechen wir über den Innenraum. Und ganz ehrlich, ihr kennt den natürlich vom Tiguan Facelift, der ist digitaler geworden. Wir haben hier mehr Digitalität im MIB3, wir haben immer ein digitales Cockpit hier drin, optionalen Head-Up-Display, neues Lenkrad, eine neue Klimabedieneinheit. Aber jetzt machen wir das mal Stück für Stück. Erstmal die Sitze. Ich liebe diese Sitze, die sind unglaublich bequem auf der Haut, wie Jesse immer sagt, mit dem Stoff hier richtig gut. Ja, die nehmen die Sitzheizung sehr gut an, auch die Kopfstütze könnt ihr flexibel verstellen. Ich mag diese Sitze, ich finde es auch völlig okay, dass ihr die noch mit der Hand hier verstellen müsst, weil wie oft verstellt man so Sitze wirklich? Eigentlich sehr selten und in der Familie macht man das einmal vorm Losfahren, braucht man keine elektrischen. Das ist nur meine Meinung, da würde ich eher eine Sitzheizung hier drin nehmen. Ja, und wenn man jetzt den Himmel anschaut, dann haben wir hier leider keine Panoramadach. Das würde ich immer nehmen, habe ich schon draußen gesagt. Was wir haben, und das ist sehr praktisch, ist einmal dieses Fach hier, wo ihr eine Sonnenbrille reinbekommt und einmal dieses größere Fach, wo ihr einen Babyhamster, einen Chihuahua oder so reinbekommt, was auch sehr praktisch ist. Ansonsten sieht es hier vorne nicht oldschool aus, aber auch nicht das modernste Bauteil hier. Rahmenloser Innenspiegel ist ganz gut. Wenn man über die Kritikpunkte spricht in der Tür, ist es ganz bestimmt nicht die Harman-Kardon-Anlage, weil die ist toll. 850 € Aufpreis. Auch dieses Holz-Zierelement oben ist ganz solide. Nur ist es halt insgesamt ein bisschen viel Hartplastik. Es ist insgesamt ein bisschen wenig Polsterung in der Armauflage. Ja, aber dafür haben wir unten wieder ein relativ großes Fach, wo wir was reinbekommen. Der Innenraum hier ist robust. Der ist nicht wirklich unschick oder so, ne? Der ist solide verarbeitet, schaut euch das hier an, aber halt immer im Zeichen robust, für Familien geeignet, Handschuhfaches hier, da seht ihr, wie weit wir auch mit dem Auto unterwegs waren. Ja, und dann haben wir hier eine Mittelkonsole, die ist ganz normal groß. Wir haben hier den Gangwahlhebel fürs DSG mit der Sportgasse. Start-Stopp-Knopf haben wir hier. Dieses neue Slider-Element für wärmer, kälter kann man mögen, muss man nicht. Sitzheizung ist dann hier oder auf Jessys Seite hier. Hier macht er dann die Klimasteuerung lauter, leiser, stärker oder weniger stark auf. Lauter, leiser geht dann hier. Mag ich nicht so gern, dass man da drücken muss und keinen Drehregler mehr hat. Kann man allerdings noch am Lenkrad verstellen. Ja, die Lüftungsdüsen. Was man im Innenraum merkt, ist natürlich, das ist von der Plattform her und vom Auto ein Innenraum, der ein bisschen älter ist, der aber so modern gemacht wurde, wie es geht. Und jetzt würde ich sagen, kommt Jesse mal rein, so geschmeidig wie es geht, und ich zeige euch so gut wie es geht das Lenkrad. Das ist neu. Induktiv, kapazitiv hier, ja, hat viele Knöpfe, ein Multifunktionslenkrad hier für die Assistenten, lauter, leiser eben, und auf der anderen Seite ist dann die Lenkradheizung da und können wir hier über die View-Taste
ja zum Beispiel eben steuern, was wir hier vorne für ein Bild haben. Da könnt ihr die Rundmeter groß machen, könnt hier eine ganz cleane Ansicht wählen, eine andere Ansicht, könnt dann zum Beispiel Fahrdaten in die Mitte machen, seht dann die Reichweite noch, die Assistenten könnt ihr hier in die Mitte machen, könnt allerdings auch die Navikarte in die Mitte machen oder meine Lieblingsansicht tatsächlich die Navikarte groß, da kann man sehr viel machen und das Lenkrad auch ja in sehr viele Richtungen verstellen. Das ist ein VW-Phänomen, dass man hier immer sehr guten Platz findet. Das Cockpit hier ist jetzt immer digital, 10,25 Zoll groß. Was ich nicht mag, ist das optionale Head-Up-Display, weil das in so einer Plexiglasscheibe drin, das geht besser inzwischen. Dann kann man hier einen Kofferraum aufmachen auf meiner Seite. Die Lichtsteuerung ist noch nicht so digital wie beim Golf. Ich mag das hier tatsächlich lieber. Ja, und jetzt sprechen wir hier nicht mehr über die Bedieneinheit. Die habe ich euch erklärt. Hier ist sie, kann man mögen, muss man nicht. Hier ist noch so ein Drehregler eben, da müsst ihr mal oben schauen. DCC habt ihr hier und da könnt ihr dann sehen, was ihr machen könnt. Ihr habt zum Beispiel, ja, da muss man mal auf Modus drücken. Hier, Moment. Also erstmal Sport, Normal, Komfort, Eco und auf Individual seht ihr dann, ja, was man machen kann. DCC, Fahrwerk, Lenkung, Antrieb steuern eben. Oder ihr habt hier dann den Schneemodus, den Straßenmodus, ihr habt hier den Offroad-Modus oder den Expert-Offroad-Modus. Und jetzt habt ihr hier zum Beispiel noch eine 360-Grad-Kamera, die seht ihr dann oben. Könnt dann hier auch das Parken elektrisch machen, mache ich allerdings nie. Start-Stopp-Knopf, induktive Ladebuchse. Schön ist, die beiden USB-C-Stecker da unten sind beleuchtet. Dann habt ihr hier noch einen Cup-Holder, übrigens so sieht der Schlüssel aus. Auch nicht mehr der jüngste. Und dann habt ihr hier diesen Cup-Holder, schaut mal, der ist nicht so geil zu bedienen. Das Schönste dran ist, man kann den zumachen und dann ist aufgeräumt. Und hier habt ihr noch in der Armauflage ein sehr großes Fach. Was interessant ist, wenn man hier vorne dann über das Menü spricht, ist, dass ja, man zum einen die Kacheln hier ganz flexibel verstellen kann. Man hat natürlich hier sehr viel drin. Man kann auch eine Home-Ansicht hier machen. Die kann man sich dann frei belegen, wie man das möchte. Telefon ist spannend, Apple CarPlay, Android Auto, auch kabellos, ne, hier drin. Dann habt ihr die tolle Anlage hier, schaut mal. Aber man muss sagen, das MIB 3 hier steht nicht für Man in Black 3, sondern ist das neue Infotainment, was Gutes. Aber im neuen Golf ist es ein bisschen noch digitaler. Andererseits ist uns dieses Teil hier auch nie abgerauscht, also war sehr zuverlässig. Auch die Navikarte ist sehr groß. Man kann hier auch mit so einer Wischbewegung durchwischen, funktioniert manchmal, manchmal nicht. Assistenten ist vielleicht auch noch wichtig. IQ Drive ist hier drin und das Setup seht ihr dann, was ihr hier alles drin habt, ne? Also fast alles, Anhängererkennung, wir haben jetzt keinen Anhänger. Und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir Folgendes. Jetzt kommen wir natürlich zum Fahren, ihr habt es euch gedacht und ganz ehrlich, ich werde alt. Woran merke ich das? Nicht, weil ich mit diesem Auto in den 2 Wochen über 3000 Kilometer unterwegs war und euch alles erzählen kann dazu, wie er sich fährt, sondern wir haben berufsbedingt gerade einen Supersportwagen zu Hause stehen. Ich weiß nicht, wie gut der noch in die Zeit passt und wir sind so bequem, es ist Winter, es ist kalt, wir haben meistens den genommen. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, ich merke jetzt auch selbst, dass ich alt werde. Hier geht das Auto an, Bremse drücken und jetzt schaut mal, da vorne fährt so eine Plexiglasscheibe rein, was das Head-Up-Display ist. Wenn ihr den Winkel ein bisschen verändert, seht ihr auch rein aus meiner Position. Das geht besser, ist allerdings auch nicht so schlecht, wie man denkt. Und ja, Rückfahrkamera kann ich euch auch kurz zeigen. Mache ich allerdings unten nochmal. Ich schalte hier in D und wir fangen vielleicht mal in, ja, welchen Modus fangen wir denn an? Dafür müssen wir hier ins Menü erstmal wieder gehen, aus der Rückfahrkamera raus. Und wir fangen im Modus normal an, der normale Modus. Und fahren jetzt hier runter. Und was natürlich erstmal schön ist, ist nicht nur die Aussicht in unserer badischen Heimat, sondern auch wir sitzen hoch. Es fühlt sich alles sehr komfortabel an, wirklich sehr komfortabel. Hier gibt es übrigens Kastanien, ne? Wunderschön, wunderbar lecker, Maroni. Und jetzt zeige ich euch mal die Rückfahrkamera und zeige euch, wie gut man den rückwärts fahren kann, weil viele haben ja jetzt vielleicht Angst, dass das Auto zu groß ist. Hier ist relativ steil, hier will man also keinen Unfall haben, das funktioniert ganz gut. Für mich ist das Auto genau richtig groß. Ich sage auch die 22 cm mehr Länge, die merke ich gar nicht im Vergleich zum normalen Tiguan. Lustigerweise hat Chassis genau das Gegenteil gesagt und hat gesagt, mir wäre ein bisschen zu lang. Weiß man nicht.
nicht. Aber okay, dafür gibt es ja unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Reviews. Was jetzt interessant ist, wir haben ja hier den Offroad-Modus auch. Wir sind jetzt hier so ein bisschen auf dem Schotterweg, aber ganz ehrlich, wir können hier auch Straße reinmachen. Man könnte jetzt auch den Schneemodus nehmen, aber im Grunde funktionieren die alle auf die gleiche Art und Weise. Normalerweise ist das Auto vorne angetrieben und wenn wir dann ein bisschen mehr Grip brauchen, ein bisschen mehr Schlupf haben, dann kommt eben die Hinterachse dazu und katapultiert uns hier aus fast jeder Situation raus. Was jetzt passiert, ist ganz spannend, denn jetzt ist es hier ein bisschen enger und schön ist, mit der Bodenfreiheit können wir hier auch easy mal ja, hier in den Redberg leicht reinfahren, kommen hier durch und das Auto ist mit seinen 1,84 eben nicht zu breit und das macht es natürlich sehr, sehr angenehm, finde ich. Schaut mal, hier auch mal durch Matsch fahren ist kein Problem und das spricht natürlich schon für ein SUV, wobei ich schon weiß, dass die meisten SUVs halt von Familien in der Stadt gefahren werden und dann ist es eigentlich so ein bisschen, naja, falscher Verwendungszweck. Andererseits ist es in der Stadt halt auch gut, weil man fühlt sich ein bisschen sicherer, man sitzt ein bisschen höher. Die SUV-Hater werden jetzt sagen, was soll denn bitte das? Und guckt mal hier, auch wenn man schneller über Schotter fährt, funktioniert das ausgesprochen gut, ne? Ja, und was jetzt schön ist, in so einem Volkswagen ist das DSG. Warum ist das schön? Übrigens, da vorne ist die Post, die kommt selbst hier hoch. Ja, weil man kann hier am Lenkrad eingreifen, kann die Gänge dann durchspielen und das ist selten verwirrt. Man muss eigentlich gar nicht wirklich selbst schalten hier drin, man kann aber. Und jetzt ist es natürlich auch spannend, es gibt den komfortablen Modus. Was verändert sich? Die Gasannahme verändert sich hier drin, es verändert sich das Lenkgefühl und natürlich auch die Federung. Das Fahrwerk wird so ein bisschen gemütlicher, ein bisschen mehr ja, an mein Alter angepasst. Allerdings haben wir halt auch hier den Eco-Modus. Und der Eco-Modus, der ist spannend, weil da wird die Gasannahme noch ein bisschen zurückhaltender und dann haben wir hier einen Verbrauch realisiert von 7 Litern. Für ein Auto, was 1,8 Tonnen wiegt, fand ich das schon ausgesprochen gut, was für einen Diesel spricht. Die 400 Newtonmeter Drehmoment übrigens auch, weil er ist ganz bestimmt kein sportliches SUV, wenn es denn sowas überhaupt gibt. Aber ja, er geht schon ein bisschen nach vorne. Die 7,8 Sekunden auf 100, die sprechen dann auch wieder eine eigene Sprache. Es gibt ja auch noch hier die Sportgasse, wenn man hier rüber schaltet. Ne? Die Offroad-Mode, die habe ich jetzt selbst hier oben ehrlich gesagt nie benutzt. Aber was jetzt interessant ist, jetzt kommen wir hier ja auf eine Straße, die größer ist. Und viele von euch mögen natürlich selbstredend Fahrspaß. Und dazu gehören jetzt nicht nur die Assistenten, die hier drin sind, denn mit dem IQ Drive hier drin haben wir echt viele, sondern gehört eine Beschleunigung. Das Auto dieselt überhaupt nicht, ist relativ leise und jetzt bremse ich mal hier ab und wir schauen mal, ob die Strecke nach da vorne eben reicht, um auf 100 zu beschleunigen. Bremse ist übrigens ganz toll und jetzt beschleunige ich mal durch. Wie gesagt, das DSG macht echt eine gute Arbeit. Schaut mal hier und jetzt sind wir auf 100. Das passt, ne? Der wird auf der Autobahn ausreichend schnell. Was jetzt schön ist, man kann hier einfach 01 ACC aktivieren, den Spurhalteassistent rein, den Travel Assist rein und dann macht er hier eine Geschwindigkeit rein. Und das Auto ist in der Lage, den Abstand zum Vordermann zu halten, passt auch die Geschwindigkeit automatisch an, wenn man hier den Abstandsregeltempomaten drin haben. Ja, schaut mal, jetzt fahre ich auf den Vordermann auf, der bremst von alleine eben ab. Ja, und damit haben wir eben alle Systeme hier drin, um teilautonom Level 2 zu fahren. Was spannend ist, der zeigt mir dann noch an, ey Jan, da kommt ein Kreisverkehr oder eine Ampel, geh vom Gas. Und jetzt schaut mal hier, ich habe zwar keine Spurmarkierung rechts und links, sodass der Spurhalteassistent funktioniert, aber Abstandsregeltempomat funktioniert. Auf der Autobahn macht einem dieses System das Leben wunderbar einfach. In der Stadt, der Notbremsassistent kann Leben retten. Ja, sehr viel mehr Assistenten brauche ich jetzt für mich in einem Auto nicht. Das ist schon ganz gut, auch wenn sich VW die Assistenten natürlich bezahlen lässt. Was wir jetzt machen, ist wir sprechen übers Fazit. Und ganz ehrlich, Freunde, egal wer es euch erklärt, es kommt ganz offensichtlich doch auf die Länge an. Die wissenschaftliche Inzidenz dafür habe ich in diesem Review geschaffen, denn mehr als die Hälfte der Leute nehmen den langen Tiguan Allspace. Warum? Naja, Leute, die sich für so ein Auto interessieren, die haben eben eine Familie, ein hohes Anspruchsgefühl irgendwie an Platz und für die ist dieses Auto dann ideal, weil für einen kleinen Aufpreis bekommt er eben 22 cm mehr Länge.
Ja, und insgesamt ist dieses Auto optisch natürlich so quasi der Golf unter den SUVs in der kurzen Version zumindest noch kompakten Bereich. Warum? Optisch ist der zurückhaltend. Das ist kein Hau drauf, das ist kein in die Fresse Rap, das ist in der Gesellschaft angekommene, relativ neidfreie Optik, die vielleicht noch nie so gut in die Zeit gepasst hat wie jetzt gerade. Aber dann verstehe ich eine Sache nicht, VW erklärt es mir. Das Wettbewerbsumfeld kommt natürlich mit Plug-in-Hybriden um die Ecke. Ja, ich weiß, ihr habt den ID.4, ihr macht viel elektrisch, es wird alles elektrisch, aber warum packt ihr denn da nicht den Plug-in-Hybriden rein? Dann haben die Leute wenigstens die Wahl. Und die ein rein elektrisches Auto wollen, die nehmen den ID.4, alles gut. Aber wenn man dann über den Preis von dem Auto spricht, dann weiß man auch, warum der sich so oft verkauft. Denn das Auto ist ganz bestimmt alles, aber nicht extrem teuer, denn der beginnt ja, bei 36.900 Euro, also bei unter 37.000 Euro, okay, dann ist er nackt. Ne? Wenn ihr die beliebte Airline wollt mit einem 190 PS Motor da drin, dann liegt er bei 48.500 Euro. Euch wird allerdings interessieren, wie viel kostet er denn jetzt so wie er hier ist. In Elegance mit dem großen Diesel, da liegt er um die 50.000 Euro. Mit der Sonderausstattung, die da drin ist, wird er etwa ja, bei über 60.000 Euro liegen. Wenn euch das trotzdem zu teuer sein soll, kann euch unser Kooperationspartner GoLeasy helfen. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis raus. Hätte er jetzt noch ein PHEV, wäre es ein noch besseres Angebot, verspreche ich euch. Vielleicht kommt er ja noch, ich glaube nicht so richtig dran, genauso nicht an eine R-Version. An was ich glaube, ist an uns, an The Car Crash Review. Der beste Review-Kanal der Welt. Und wenn ihr das auch so seht und nicht nur ich, dann abonniert ihr genau jetzt den Kanal, denn bei uns gibt es jeden Tag ein neues Review von einer neuen Karre, von der bezaubernden Jessie oder dem ja, etwas weniger bezaubernden Jan. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, abonnieren nicht vergessen und bis bald in einem anderen Zirkus. Tschüss.